Rupertsberger Nussbienen Riesling Kabinett vom Weingut Estelmann ist ein Paradebeispiel für ein Pfälzer Kabinett. Ein Zacken breiter als die Kabis, die wir von der Mosel kennen, aber genau eben dieses Kabi-typische süße Säure, Frucht, Mineralitätsspiel, was den Kabi so einzigartig, so spannend und vor allen Dingen auch so wahnsinnig trinkig macht. Erwachsenenlimonade in der Flasche sozusagen. Ihr müsst euch, das ist auch das Tolle bei Kabi, ihr müsst euch eigentlich nicht groß Gedanken darüber machen, wie ihr diesen Wein einsetzt. Macht einfach die Flasche auf, trinkt ihn als Aperitif, trinkt ihn zwischendurch. Kabi kann man immer trinken, da gibt es auch keine Ausreden. So, wenn Kabi am Start ist, wird die Pulle aufgemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Austrinken. Beginnen wir mit der Farbe. Wir sehen, abgesehen davon, dass das Glas aufgrund der Luftfeuchtigkeit sehr, sehr doll beschlagen ist, dass es sehr hell ist. Das ist typisch für Kabi, weil wir hier auch einen jungen Kabi im Glas haben. Also der kann noch gar keine Reifetöne, also auch nicht in der Farbe zeigen. Und Kabinett wird ja auch grundsätzlich relativ früh gelesen. So, das ist also auf jeden Fall schon mal ein Hinweis, der sehr, sehr typisch ist, den wir an der Stelle haben. Riechen wir mal rein. Richtig schöne Sponti-Nase. Also wir haben so einen leichten Stinker, was überhaupt nichts Negatives ist in dem Zusammenhang, sondern eher positiv, weil es auch quasi so eine Art Qualitätsmerkmal ist. Das können wir schon sagen an der Stelle. Wir haben dahinter kommt eine sehr schöne Würzigkeit, begleitet so von diesem typischen Riesling, Pfirsich, aber vor allen Dingen diese Würzigkeit, da sind so Noten grüner Pfeffer, ein bisschen auch irgendwie was Richtung Kapern geht, Brennnessel. So, das macht schon sehr Spaß. Da gibt es viel zu entdecken an dieser Stelle schon. Probieren wir mal einen Schluck. Und das ist jetzt genau, also wirklich genau on point das, was man bei einem Kabinett erwartet. Süße, Säure, sehr balanciert, schöne Frucht. Die Würzigkeit, die ich in der Nase hatte, die macht das Ganze jetzt hier richtig spannend, weil die immer noch da ist. Die ist immer noch eingebunden, schiebt sich nicht in den Vordergrund, aber die ist da und da passiert auch wahnsinnig viel jetzt noch am Gaumen. Da kommt jetzt irgendwie bei mir hier jetzt noch auch so widersprüchliche Sachen dazu. Minze, Rosmarin. Kabinett ist eben genau diese Balance, wie wir sie jetzt am Gaumen haben. Süße, Säure, Mineralität, Frucht. Das ist wirklich hier par excellence umgesetzt. Ein Kabi, der Spaß macht. Also wir haben wenig Alkohol hier, weil die Süße, also der Zucker, ja, in Alkohol umgewandelt wird. Und hier passiert das eben nicht vollständig, weswegen wir wenig Alkohol haben, Zucker noch haben und dem entgegengesetzt die Säure. Es ist also quasi Erwachsenenlimonade, kann man an dieser Stelle sagen, weil genau so funktioniert ja auch eine Zitronenlimonade. Süße, Säure, Kohlensäure kommt dann bei der Limonade noch dazu. Das haben wir jetzt hier nicht, weil es ein Stillwein ist. Das ist natürlich eine ganz hervorragende Kombination im Glas. Nicht nur zu Desserts, sondern ich trinke sowas gerne auch als Aperitif, weil aufgrund der Säure in Zusammenhang mit dem Zucker macht das natürlich sehr, sehr guten Speichelfluss und Appetit. Ich nehme noch mal einen Schluck. Ja, die Säure ist jetzt noch mal ein bisschen prägnanter am Gaumen und gibt noch mal ein bisschen Druck rein. Und wir haben hier wunderbar diese tiefgründigen Böden, die dann eben auch durch die Säure repräsentiert werden. Nur ein Hauch von Kalk, aber vor allen Dingen eben diese tiefen Lehm-Löss-Auflagen im Rupertsberger Nussbienen, die den Wein auch prägen. Ich hatte es schon angesprochen, Aperitif ist auf jeden Fall immer ein Muss und eine Option. Bei einem Kabinett wird meiner Meinung nach viel zu selten gemacht, weil wir haben eben diese Kombination aus Süße und Säure und wenig Alkohol, die ein perfekter Einstieg in einen Abend und in ein Menü sind. Sie machen Lust auf mehr, Appetit. Dann können wir das natürlich hervorragend kombinieren mit Vorspeisen, also alles Mögliche, was auch mit Meeresfrüchten daherkommt, Schalentiere, Krustentiere. Vor allen Dingen, wenn es eben an so Geschichten geht, wenn wir irgendwie eine Hummer-Glacé haben mit irgendwie Kaisergranat oder sowas, da passt das natürlich sehr, sehr gut rein, weil wir ja auch diese leichte Süße im Fleisch dann wiederfinden, die durch den Wein hervorragend ergänzt wird. Ansonsten ist das gerade auch im Sommer immer eine super Sache mit Desserts, weil da wollen wir es ja auch nicht zu schwer haben. So, wenn man das jetzt zum Beispiel ein Dessert auf dem Teller hat, was sehr rhabarberlastig ist, was ja im Sommer auch durchaus Sinn macht, das zu servieren, dann haben wir ja durch den Rhabarber schon eine Oxalsäure auf dem Teller. Also Oxalsäure ist das im Rhabarber, was den Mund so austrocknet.
So, und das ist eine hervorragende Ergänzung, auch mit dieser bitteren Frucht, die der Rhabarber auf den Teller bringt. Wenn du da ein Riesling-Kabinett so machst, so, dann fühlen sich am Ende des Tages alle zu Hause. Und es ist eben gerade bei warmen Temperaturen toll, dann zum Ende des Menüs etwas zu servieren, was nicht ganz so süß ist, nicht so viel Alkohol hat und durch einen Säurekick eben immer noch genügend Frische reinbringt. Wir haben hier Trauben, die sehr früh gelesen sind, einfach auch um diese Frische und Säure zu erhalten und die Frucht nicht zu opulent werden zu lassen, denn die Süße stützt ja auch immer die Frucht. Das kennen wir ja eben auch von der Zubereitung von Desserts in der Küche. Dann haben wir hier eine Ganztraubenpressung gemacht und das Ganze ist spontan vergoren im Stahl mit einem langen Hefelager. Wie gesagt, nicht komplett durchgegoren, sondern dann eben frühzeitig geschwefelt und runtergekühlt. Der Wein hat nur 9,5 Volumenprozent, das heißt, die Gärung wurde dann irgendwann gestoppt durch Runterkühlen und Abschwefeln. Dennoch eben das längere Hefelager, um diese Komplexität, eben die Würze, die ich ja auch in der Nase rieche, da in den Wein hineinzubringen. Und das Ganze ist dann so roundabout im April 2022 gefüllt worden. Ein Wein, den man auch durchaus noch weglegen kann, aber auch nicht zu lange, denn Cabi ist auch immer was super frisch und jung meiner Meinung nach am meisten Spaß macht, wenn man jetzt nicht das mit wahnsinnig großen Menüfolgen kombiniert. Da macht es dann durchaus Sinn, auch mal einen 20 Jahre alten Cabi zu servieren, aber grundsätzlich, wenn die Sonne scheint und es Cabi-Zeit ist, dann macht einfach die Flasche auf, schenkt es ein, Riesling-Glas, Abfahrt. Der Wein kommt aus Rupertsberg, es ist in der Pfalz, der Mittelhart. Und genauer aus dem Rupertsberger Nussbien. Der Rupertsberger Nussbien ist ein Weinberg, der sehr, sehr tiefgründige Lehm-Lössböden hat, mit ein bisschen Kalk, mit ein bisschen Buntsandstein. In den Parzellen vom Weingut Estelmann ist vor allen Dingen Kalk vorherrschend. Dadurch kriegen die Weine natürlich eine sehr schöne Würze und Tiefgründigkeit mit, wie wir das jetzt hier auch sehen können. Ganz oben am Weinberg ist dann aber die Ausläufer des Harter Walds. Und damit kommt dann eben auch Kühle in den Weinberg hinein, was eben auch diese Frische und Säure mitbringt an der Stelle, wovon der Cabi an der eigentlich perfekt profitiert, ne? Das Weingut Estelmann ist ein Familienbetrieb aus der Pfalz, der in 4. Generation von Felix Estelmann geführt wird. Felix' Urgroßvater hat den Betrieb als klassischen Pfälzer Mischbetrieb gegründet, aber schon selber Flaschenwein vermarktet. Sein Vater war auch schon erfolgreich in der Flaschenvermarktung tätig und Felix hat jetzt im Jahr 2020 den Betrieb übernommen, 2017 schon begonnen, eine eigene Linie innerhalb des Weinguts zu vermarkten. Ihm sind besonders die Rieslinge und die Burgunderrebsorten sehr, sehr wichtig. Ihm ist wichtig, dass Böden und Mikroklima präsentiert werden. Deswegen wird so viel wie möglich spontan vergoren und vor allen Dingen sehr große Sorgfalt auf die Arbeit im Weinberg gelegt. Das Weingut ist biozertifiziert in Umstellung. Das bedeutet, der 2023er Jahrgang wird der erste Jahrgang des Weinguts sein, der das Bio-Siegel auf dem Etikett trägt. Alles in allem können wir sehr gespannt sein, was wir von Felix und seinem Weingut und seinem Team noch erwarten dürfen in den nächsten Jahren, denn da wird sicher einiges kommen. Vor allen Dingen sehr gespannt bin ich persönlich auf die Pinot-Sekte, wo er mir schon verraten hat, dass er da auch auf immer längere Hefelager und weniger Zucker setzt. Wir dürfen gespannt sein. Und wir müssen vor allen Dingen schnell sein, was den Kauf der Weine angeht.